私はウエスです。はい。私はまゆみです。はい。はじめまして。よろしくお願いします。はい。10 bis 3 und dann du sagst deine und ich sag meine. So. 1, 2, 3. 4,5. こんにちは。こんにちは。Oder in anderen Worten sagen man Konbanwa. Konbanwa. Guten Abend. はい、そうぞ。はい。私はウエスです。はい。私はまゆみです。はい。はじめまして。よろしくお願いします。はい。Also, okay, heute war wie gesagt, der Omas Geburtstagsfeier hatten wir. Also, genau. Und wir haben eine richtig tolle Zeit, weil wir euch auch zeigen, was für ein tolles Essen wir hatten. Ihr werdet so begeistert sein. Also, das ist Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, 12 Uhr angefangen mit Essen. Und wir waren da draußen um 4 Uhr. Also 4 Stunden haben wir gebraucht zum Essen. Wir dachten, jetzt ist es zu Ende. Jetzt ist es zu Ende. Nee, wir dachten, es ist zu Ende. Und dann haben wir uns gefragt, sag mal, wir sind noch nicht satt, weil wir haben wirklich kleine Portionen erhalten. Aber von den Feinsten von Feinsten. Und dann hat Mayumi Kobe Beef. Oder sozusagen diese berühmte japanische Steaks. Kobe. Das Sachen. Das gehört uns nicht, nur dass ihr wisst, das auch nicht. Bleibt da immer ruhig. Nee, also heute erstmal zu dem, was wir jetzt heute machen wollten. Das Extra ist diese echte, leckere, japanische Sachen, was man so in den Kombini findet. Wir haben ein paar Sachen gekauft. Genau. Wir wollen das jetzt einfach mal probieren. Ausprobieren. Achso, und dann noch so also Getränke, was wir nicht so was wir alles gar nicht kennen. Wir wissen auch gar nicht, was da drauf steht. Ich habe meinen Vater auch gar nicht gefragt. Nein, gesagt, aber ich kann es sagen, Santori. Also, das hat irgendwas mit Pfirsich zu tun, auf jeden Fall. Das eine mit Apfel und das andere Momo. mit das heißt Momo. Zitrone und Das heißt Momo. Santori. Zitrone und Lemon. Nee, wie heißt es? Grapefruit. Grapefruit. Und das ist Pflaume, das ist Apfel. Also wir haben das wirklich noch nicht probiert. Wir dachten, wir zeigen euch, wir probieren auch ein paar japanische Sachen, dass ihr seht, so wie die Sachen so sind. Also das ist so die Sachen, was man so einfach kaufen kann im Laden. Ne? Insgesamt, das war 89 Yen, 100 Yen, 89 Yen, 70 Yen, 89 Yen. Das mit einer riesen Tüte, da kostet das 258 Yen. Und die waren ungefähr so 100 Yen. Also 100 Yen, muss man dazu sagen, sind ungefähr 80 Cent. Hi. Also da kann man sich das ungefähr... 75, 80 Cent ungefähr. Also so. Manche Sachen kosten dann wirklich nur so 60 Cent. Und ja, das wollen wir jetzt mal probieren. So, ich glaube, erstmal öffnen wir eine von denen, weil wir müssen das natürlich runterspülen, wenn wir essen. Was willst du probieren? Alles gut schmecken. Was willst du? Rechts. Ich hoffe, das ist kein Bier oder so mit. Naja. Da steht New drauf. Mal sehen. Oh, das riecht aber schon gut. Das duftet wirklich wie... Das riecht richtig nach Pfirsich. Das ist Pfirsich. Das ist echt... Wir jetzt hier Pfirsich... Also wir waren in Südafrika, Mayumi und ich, und wir haben wirklich Pfirsich da auch gegessen. Also wenn du im Laden in Südafrika kommst, du riechst schon die Pfirsich, wenn es Pfirsich-Saison ist. Und so riecht es. Und so riecht das. Also, Kanpai Shimashou. Kanpai. Wow. Das ist nicht zu süß und das hat so eine bisschen bitter Nachgeschmack. Ja, genau. Bisschen bitter. Also das würde ich sagen, kriegt mal 5, würde ich sagen mal so 3,5, 4, ne? Ja. Punkte. Okay, dann fangen wir an mit, was möchtest du? Was sollen wir anfangen? Ja, weil Nachtisch machen wir erstmal später. Ja, aber das ist Ei. Also ja, gut, fangen wir an das mit ist Ei. Brot mit Ei. Also, das haben wir gesehen. Es gibt, du kannst rote Bohnen reinkriegen. Wir haben von Mayumis Schwester auch Erdbeeren gekauft. Es gibt verschiedene Sachen. Pork, beziehungsweise das heißt so Chop Suey Sachen. Und das ist jetzt hier auf jeden Fall Taco und all das drin. Taco ist Oktopus und sowas. So sieht es aus. Also ein Weißbrot irgendwie, einfach oder so, wie so ein Sandwich. Ja, genau. Es erinnert mich an diese Tücher, diese Handwärmsachen. Ja, so, stimmt, wo man so reibt und dann würden die warm. Also
Auf jeden Fall aromatisch. Oh. Gib mir mal das kleinere. Ja, so sieht es aus. Da siehst Stinkt? du, Nein. Also Ei wenn riecht. ihr das so sehen könnt, das Ei drin. Okay. Itadakimasu. Also, Oishi. das heißt, es schmeckt lecker. Also ich finde es nicht schlecht. Allgemein sind die Eier hier in Japan ein bisschen anders. Die Eier sehen ganz anders, die schmecken ganz anders auch. Also von daher, aber ich finde es schmeckt gut. Die Eier schmecken anders wie bei uns. Ne? Und die Eigelb ist orange. Und ich habe recherchiert und gefragt, warum. Und der Grund, warum es so richtig orange ist, weil die futtern die anders. Die geben kein Mehl, die geben einfach, weil das Eigentliche Hühner, ne? Das Eigelb wird zu den Farbe, was die essen. So, wenn die Chili essen oder sowas. Und Chili können die nicht schmecken. Also, es brennt nicht in den Mund. Die haben keine Geschmacksnerven. Also, dann essen die Chili, dann wird es knallorange und es schmeckt auch so. Also, das ist gut für unterwegs, für den kleinen Hunger. Kannst du einfach in der Pack packen und unterwegs sein. Finde ich eigentlich gut. Also, von Kannst du nochmal näher an die Kamera? 1 bis 5. 5 ist sehr gut. 1 ist, oder wir machen es umgekehrt, ne? 1 bis 5, was würdest du sagen? Wir sagen gemeinsam. Ich kann 10 bis 3 und dann du sagst deine und ich sag meine. So. 1, 2, 3. 4,5. Hier ist extra gemacht, machen wir. 1, 2, 3. 4. Ja, ich würde auch sagen 4. Okay, so was wollen wir nicht jetzt probieren? Das hier. Also es ist auf jeden Fall, ich bin der Meinung, getrocknete Fisch. Also ich kenne Es das ist auf jeden Fall eigentlich, getrockneter Fisch. Es ist sehr faserig. Also daher weiß ich, dass es wahrscheinlich als... Oh, das riecht aber lecker. ja, also ich gehe davon aus, das ist so eine Art Tintenfisch. Okay. Itadakimasu. Es hat eine sehr kaue Konsistenz. Ja. Das ist nicht Taco. Das ist tatsächlich Tintenfisch. Und das steht da auch drauf. Dann Lecker. noch eine. Schmeckt ziemlich gut. Also, es ist sehr kaum. Es ist. Man muss ein bisschen kauen, aber es ist super lecker. Es hat, Also wenn man Fisch mag. Sie kennen das nicht. Aber als ich in der Schule war in Südafrika, gab es eine Art Chips, die man kaufen konnte in so einem kleinen Laden, was wir an der Schule hatten. Wir nennen das Tuck Shop. Und da konnte man so Chips kaufen. Es hieß Snookies oder Snook. Und das schmeckt ähnlich, nur bei, das ist echt richtig gut. Man muss ein bisschen kauen, aber das Schöne ist, es ist faserig, aber es geht nicht zwischen den Zähnen. Lecker. Oishine. Oishi. Oishine. Okay, das haben wir probiert. Also das finde ich schmeckt richtig gut. Willst du auch nochmal näher einmal zeigen oder hast du schon? Ja, habe ich schon mal Ja. gezeigt. Okay. Okay. So, welches willst du jetzt probieren? Apfel. Und das Schöne ist bei diesen Dosen, es gibt einige, die kohlensäurehaltig ist, die haben Kohlensäure drin. Es gibt andere, die keine Kohlensäure drin haben. Mal gucken, was das ist. Ja, ist mit. Und das Coole ist, es gibt auch, ich werde euch zeigen auf den Konbini, beziehungsweise Convenience Stores, gibt es, riecht das? Sehr intensiv. Das riecht wie Granny Smith. Kennst du Granny Smith Apples? Diese grüne? Granny Smith? Südafrika meinst du? Ja. Ja, ich Gibt es auch hier. auf jeden Fall sowas, ja. Kampai. Kampai. Wow. Oh, das ist mir ein bisschen zu Das süß. ist ein bisschen zu viel für mich. Also Nee, das zu schmeckt. künstlich irgendwie. Ja, das schmeckt wie. Weißt du, wonach es mir erinnert? An diese grüne Schlangen von Jahrmarkt. Vom Jahrmarkt. Achso, vom Jahrmarkt, stimmt, diese Richtig. Süßigkeiten. So schmeckt es, aber irgendwie Nicht für mich. nicht. Nee, also Okay. was für eine Nummer geben wir dem? Wir zählen 1, wieder. 2, 3, 2, 1. 2. Wird 1 geben. Also ich würde sagen, vielleicht an heißen Tag, wo es wirklich heiß, weil in Japan wird es wirklich heiß, sowas schnell zu trinken, einfach nur. Ja. Aber es ist nicht etwas, was ich bevorzugen werde. Okay, das nächste, was wir nehmen. Was auch immer das ist, auf jeden Fall irgendwas mit Käse. Da ist auf jeden Fall ein kleiner Käse abgebildet. Hokkaido. Probieren wir. Gucken wir, wie das ist. Sachen so eingepackt, so wie Cupcakes. Ne? Und dann oben irgendwas drauf. Ne? Und so irgendwie eine Muster drauf. Okay, Ja, nur so ein Stück. Stückchen Miami. Es riecht nach Käse.
Okay. Aber guck mal hier, der Konsistenz. Es ist weich. sehr, sehr weich. Du kannst hier drücken, guck mal. Sehr weich und nicht bröselig, aber... Aber Das ist da, wo alles drin ist. es riecht wie nach Cheese Snacks und Knickknacks. Aber ich glaube Ach so. salzig, oder? Mal sehen. Ja. Das ist wie süßer Käse. Süßer Käse? Es ist Zucker mit Käse gemischt. Nee, das ist nicht so meins. Das ist... Mir naja. reicht das eigentlich. Vielleicht schmeckt das, wenn du das runterspülst mit deiner Apfelsaft da. Das schmeckt es besser. Kombination, ne? Also, Noch schlimmer. also ich mag, es ist so eine Geräusche, der Geschmack, was danach kommt, die ich nicht so Nee, gerne. also ich hatte mich jetzt darauf eingestellt, dass es was Salziges ist. Ich auch. Und dass vielleicht in der Mitte irgendwas so Käseartiges Ja. oder wie auch immer. Aber Aber wie das ihr ist seht, süß. das ist ganz durch und Das ist wie durch. ein Kuchen eigentlich, Wie aber Kuchen, es ist schmeckt nach Käsekuchen Käse. Ja, aber mit noch nicht Zucker. mal. Nee, aber es ist noch nicht mal Käsekuchen. Nee. Käsekuchen mag ich ja, aber. Nein, naja. ich meine, es ist kuchenartig. Ja. Es ist eigentlich nicht kuchenartig, es ist so Sponge-mäßig. Kennt ihr, das ist dieses Schaumstoff. Ja, fastartig. genau. Und dann, nee, das ist nicht so meins. Aber, also, Gut, auf aber 1 bis wissen wir. 5. 1, 2, 3, 2. Also, ich würde das nicht machen. Okay, ich mache jetzt Kirin auf jetzt. Oh, ich habe noch einen Schluck. Das ist 29%. 29% Saft. Das riecht wie echter Oh. Grapefruit. Das riecht Das riecht wahnsinnig gut. gut. Ich gebe ein Ich bisschen mag mehr. Grapefruit eh Der gerne. Grund, warum ich die mir gebe, weil es kann sein, dass du noch einen Nachgeschmack von Apfel hast. Also von Farbe sieht es echt gigantisch aus. Also, Kampai. Oh, es ist sauer. Gar nicht süß, ne? Als ob das irgendwie. Das ist Grapefruit. Aber ohne Zucker. Das ist so Grape- schmeckt das. Steht das da drauf? Oh, das ist Grapefruit pur. Aber warte Nur mal, mit da ist Kohlensäure. Alkohol drin. 5%, kann das sein? Da steht Alk. Hi. Da ist wahrscheinlich 5% Das ist, Alkohol drin. vielleicht, wir haben das nicht mal gesehen bei den so. anderen. Vielleicht auch, ne? 4%. Oh, wir besaufen Ach, uns ist doch es gerade. jetzt gerade- 3%. Oh, Ach, das ist 3% Hi, Alkohol. Alkohol. Das alles, das schmecke ich gar nicht. Oh, es steht eigentlich auch, ich kann das in Hiragana lesen, das Krass. steht Alkohol, Katakana auch. Deswegen habe ich nämlich gedacht, Alkohol. ist nicht Kirin von der Marke. Kirin ist ein Biermarke. Ja, ne? Hi, Bier. Japanische Bier Okay, ist also wir Kirin. probieren jetzt gerade mit Bier mit Geschmack. Nein, das also- ist nicht Bier, das ist, ja, Oder- eigentlich. ja. Es ist eigentlich ein Schuss Alkohol drin. Wir werden heute Abend gut schlafen. Ich sag mal so. Okay, Leute, wir sind fast fertig. Wir haben noch, das Drei sieht wie Sachen. Gelatine aus. Hinten ist abgebildet. Man sollte die Tüte aufreißen und lutschen. Gucken wir mal. Willst du das auch machen? Guck mal, ich glaube, da stand Kirin auch drauf. Oh, das ist echt süß. So, das sieht so wie kleine Milchtüten, die man aufmachen kann und dann einfach abreißen, aber die sagen mit Schere. Mit Schere. Nein, kannst du Ah, nee, es abreißen. geht. Okay, warte mal. Oh, das sieht nach Glibberzeug aus. Ja, das sieht wie Gelee oder sowas. Wie heißt das bei euch? Ja, Gelatine. Nee, nicht Gelatine. Das ist bestimmt Wackelpudding. mit Agar, Ja, aber wie heißt denn okay. das? Oh, guck mal, da kommt. Ja, itadakimasu. Das hat eine. Wow. Das hat kein Ende. Ja, Geschmack ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Und Konsistenz ein Konsistenz bisschen ein bisschen ungewohnt. ungewohnt, ist so kaubare Gelatine Gelatine. Aber drauf hier lese ich ist Agar Agar. Also das ist von Gelatine aus Agar, wie die Leute, die einige von euch kennen, bestimmt was Agar Agar ist. Aber für die das nicht kennen, Agar Agar ist Gelatine, die aus Nori gemacht wird. So Nori Setan. Aber guck mal, es ist nicht flüssig, Aber- es ploppt einfach raus. Ich finde es lustig. Ich glaube, für Kinder würde das gut sein. Ne? Ja, also ich finde es nicht so süß. Das ist ganz angenehm. Ja, witzig. Also Also lustig finde ich das auch, aber muss man mögen. So das ist, nicht Gelatine. etwas, das ist nicht etwas, was ich würde sagen, ich würde Extra zum kaufen. Einkaufsladen gehen und es kaufen, aber Aber für Kinder ist das gut, glaube ich. schmackhaft ist das auch. Ich würde nicht sagen, Pfirsichgeschmack übrigens. genau, wie Schmeckt bei auch uns. so. Genau. Aber Was würdest du geben? wollen wir wieder zählen oder einfach nur so abhängig voneinander das sagen? Können wir auch. Also ich denke, ich würde sagen 2,5 bis 3. Also, Ich hätte jetzt auch gesagt 3. ja, es ist nicht etwas, wo ich sage, ich muss es unbedingt haben, aber ich denke an heiße Tagen, wenn du das im Kühlschrank legst und es heiß und du willst einfach Genau. kühles
Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Gerade für Kinder ist es. Für glaub Kinder ich, finde ich das geeignet. wahrscheinlich geeignet. Gut. Das erst und das das Nee, letzte? das als letztes jetzt. Achso. Das wird das andere nochmal irgendwie. Okay. Das ist, muss ich euch sagen, die Japaner sind so süß. Die haben immer solche Sachen abgebildet. Und ihre Kekse sehen auch so aus. Und das ist das, was ich so kawaii finde. Kawaii heißt, es wird eingeblendet, was es bedeutet, die Worte, die wir sagen. Aber kawaii. Heißt süß. Oh, süß. Die Guck mal sind da. süß, das sind so Koala-Bärchen. Was hast du da? Ich habe eine, der was isst gerade. Ich auch. Okay. Itadakimasu. Sehr gemacht. Mit Schokolade drin. Die sind lecker. Das ist so wie Chocolate Chip Cookies. Nur mit Koala-Bären drauf. Also eine Noch Riesenpackung. eins bitte. Der schmeckt. Der Nachgeschmack ist auch gut. Also, ich sag mal so, von Geschmack her, der Schokolade ist nicht süß. Nee, nicht Es zu ist süß. nicht süß. Es schmeckt mir Kakao-mäßig. Aber nicht süß, wie man denkt. Und die haben, ja, also, Noch eins. ja doch, kannst du fertig machen. Also, Ja, jeder noch eins hier. noch einer? Okay. Also, was würdest du denn sagen? Damen zuerst. Ich würde sagen 5. Miami Mir schmeckt sehr gut. Miami mag ich Schokolade. Nee, aber so in Aber- dieser Kombi ist es Nee. lecker. Ich muss Weil es nicht ehrlich zu sagen, süß ist. ich finde es wirklich gut, es ist nicht so süß. Ganz ehrlich gesagt von Anfang an. Also ich denke, wir haben das schon bewertet, aber ich denke, für das kleine Hunger zwischendurch finde ich die beiden ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Ein Eibrot und auch diese Koala-Bär. Und für die Leute, die salziges was essen unterwegs, Das würde ist ich das nehmen. Genau. Also ich finde, das könnte man wie Chips essen, ne? So eine kleine Tüte Chips und einfach darauf packen und essen. Naja, gut. gut. Ihr Lieben, vielen Dank an euch. Danke, dass ihr zugeschaut haben und das mit uns erlebt haben. Bis dann. Ciao. Matane. Matane.